In dieser Folge erkunde ich gemeinsam mit Luca, Yannick und Dustin ein seit Jahren verlassenes Haus. Einst lebte hier eine Hundezüchterin. Das Gebäude steht mitten in einer Großstadt, direkt an einer stark befahrenen Straße. Da wir unsere Erkundung im Dunkeln durchführen müssen und in einigen Räumen die Rollos nicht heruntergelassen sind, besteht die Gefahr, dass unser Licht von den Nachbarn bemerkt wird. Doch diese Location ist eine echte Zeitkapsel. Alles ist noch komplett eingerichtet. Begleitet uns jetzt auf diese spannende Entdeckungstour. So Leute, wir sind jetzt drin und es ist einfach komplett eingerichtet. Kennt man also für deutsche Verhältnisse. Es ist richtig, richtig krass. Also man kommt rein und es riecht sehr stark nach Nikotin. Ja. Also so richtig... Wie bei Oma, ne? Nee, so bei Hardcore-Rauchern, sag ich mal, zu Hause. Okay. Ne, so richtig kalter Nikotingestank. Da sind auch noch welche drin. Ja, okay. Ja, hier sind noch die Zigaretten, die man sieht. Die ganzen Bücher, alle noch in den Regalen. Hier ist noch so ein DVD-Player. Ach Gottchen. Hier ist einfach noch eine alte Playstation, genau. Das ist die Playstation 1. Ja, die Playstation 1. Mehr, ne? Mit Controller noch. Also ich kann euch sagen, von draußen hat man das auf jeden Fall gesehen, dass das Haus komplett richtig krass lost ist. Aber hier drin, das so zu sehen, hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Also das ist echt sehr, sehr krass. Schaut euch das einfach mal hier an, wie es hier einfach aussieht. Das ist so heftig. Eine riesengroße Couch. Schön großer Tisch. 2 Sessel. Das ist doch diese komische, typische Bar, ne? Genau, ja. So eine Bar, wie man das früher halt hatte, ne? Mit so einem Kniffelbecher noch und alles. Ja, guck mal, das ist sogar noch Frankenheim Blue drin im Schrank. Ja, heutzutage ist es nicht mehr so, ne? Dass man eine Bar hat. Aber auch so ein richtig massiver Schrank. Ne? Und guck mal hier, auf den Schränken sieht man es vielleicht auch ein bisschen. Da ist schon richtig die Feuchtigkeit, die da so zu sehen ist. Kommt, ne? Ja, ist richtig feucht, der Schrank. Guck mal, hier siehst du richtig, wie die geraucht haben. Guck mal hier. Du siehst, wie die einzelnen Bücher hier drin standen. Mhm. Boah, ist das eklig. Ja. Alles noch da, ne? Ja. Schränke komplett noch gefüllt. So crazy. Mal in den Schränken das Zeug. Ihr wart schon mal hier? Seit wann ist die Person vermutlich gestorben? 2 Jahren, ne? Vor 2 Jahren, ja. Tja, und einfach wirklich alles ist noch da, ne? Sie wollte ihr Haus verkaufen. Ja? Ja, tatsächlich. Vor 2 Jahren wollte sie ihr Haus verkaufen. So wie das hier aussieht. Und dann, was ist das denn für ein Fotoapparat? Der ist noch aus dem Krieg. Eine richtig schöne Polaroid-Maschine, hm? Ah, wie geht das überhaupt auf? Hier sind noch alte Bilder. Gruselig. Ja, ein bisschen Waschküche. Ah ja, hier Waschküche. War auch so typisch Oma-Waschküche, ne? Ja. Waschmaschine hier schon schön, die von Miele. Aber sehr einfache Küche, ne? Sehr, sehr einfache Küche. Ja, ist nur eine Waschküche, ne? Ja. Eine normale Küche. Kennt man von heutzutage gar nicht mehr, dass jemand eine Waschküche halt hat, ne? Das ist crazy. Ja, und hier oben sieht man die Wäscheleinen. Hier wird dann die Wäsche getrocknet. Hier hängen sogar noch Sachen. Alles noch da, ne? Die Möppe sind auch noch da. Hier noch die Sachen zum Wäscheaufhängen. Die Körbe. Schuhe, die Jacken hängen noch. Ja, die gute alte Miele Waschmaschine. Die wird auch noch laufen. Werde ich mit dir. Sollen wir mal gucken? Das lässt du lieber sein. Ja? Ja, auf jeden Fall. Warum? Was passiert denn? Das macht man nicht. Und hier unten geht es in den Keller. Und das Erstaunliche ist, guck mal, hier ist noch so ein Türchen. Ja, die hatte Hunde. Das war eine Hundezüchterin. Das war eine Hundezüchterin. Genau, das war eine Hundezüchterin. Oh, Rauchmelder. Hier ist über die CO2 Melder. Uiuiui. Ja. Okay, na, müsste mal die Batterie gewechselt werden, ne? Will ich auch sagen. Cool. Und wo geht's da lang? Das Lager, da können wir auch mal hin. Die Taschenlampe rausholen? Ja. Machen wir mal ein bisschen Handylicht hier an. Auch nochmal so. Ja. Das ist ein anderer, würde ich sagen, ne? Ja. Mein Gott. Alles da. Hier Spinnennetze. Hier jede Menge Deko.
Möppe, Putzsachen. Hier ist noch ein weiterer Teil offenbar von der Waschküche, wie man sieht. Pokale hatten wir gerade im Wohnzimmer auch schon hier gesehen. von Hundezüchter. Ach, Hundezüchtung ist das. Hier. Bla bla, ja gut. Hundezüchtung, okay. Boah, schau dir mal diesen Schrank an, der ist komplett prall gefüllt. Mit den ganzen Gläsern noch. Ja, alles, ja. ne? Aber richtig voll. Meine Güte, ne. Das ist heftig, Das ey. ist nicht zusammenkracht, so voll wie der ist, ne? Der ist ja mal richtig, also schaut euch das mal bitte an. Die Spinnweben da. Hier, alles komplett voll. Jeder Zentimeter von diesem Schrank ist genutzt mit Sachen. Du hast ein Problem direkt mit deiner Größe, mit den Spinnnetzen, Ja. ne? Bisschen. Hier ist noch so eine Hintenabart, ein typisches. Hier. Richtig typisch. Ja. Einfach hier so eine kleine, oh, das Licht geht hier auch an. Einfach nur so ein Alibert, Waschbecken und so eine Dusche mit so einem Duschstuhl. Hier auch noch alles da, seht ihr das? Guck mal hier die Seife. Die ist hier noch. Die Bürste, Shampoo. Und hier in dem Schrank auch noch alles drin, ey. Mann. Auch hier hängt noch eine weitere Jacke. Das ist schon echt krass. Schönes Haus eigentlich, ne? Ja, Sehr, sehr ja. schön. Hier ist noch so eine Arbeitsplatte von der Küche offenbar abgestellt worden. Hier auch noch ein bisschen Deko. Mein Gott. Hier ist offenbar noch so ein ganz altes Familienbild. Hexe finde ich heftig hier. In Schwarz-Weiß. Ja, die Hexe, das hat man früher so als Deko aufgehangen, so 90er Jahre, war das mal richtig komische populär. Ding, ne? Ein Strickbild, ne? Ja, schön. Und hier auch so ein Hund, was dann halt darauf deuten würde, wie Luca schon gesagt hat, dass sie halt Hundezüchterin war, ne? Ja, das, kann ich Diese mir- Rauchmelder. Ohne Ja. Lichter durch. das ist schon nicht ohne, ey. Du weißt nicht gar nicht. Schau mal, hier ist so ein Staubsauger, so ein richtig alter Handstaubsauger. So ein Krieg. Du mit deinem Krieg. Und schaut mal hier. Das Spinnennetz überall. Weißt du, das Wasser geht nicht? Nee. Ach Gottchen. Auch schon mal benutzt, ne? Das stinkt, aber hast du gerochen? Ja, stand ein bisschen. Ja, richtig übel. Ah, eine Taschenlampe kurz weg. Ich muss mal kurz. Ein bisschen Büro. Nee, wenn wir in der Küche wollen, ne? Da müssen wir hier. Ja. Ach, hier seid ihr. Oh, warte, ich kann nicht dran. Schaut mal hier. Hier ist noch so ein altes Telefon, keine Wählscheibe mehr. Schon Tasten, aber auch sehr alt. Und hier auch Aschenbecher. Und hier ist noch ein weiteres Badezimmer. Auch wieder in diesem schicken grünen Fliesen-Style. Das Toilettenpapier ist noch da. Auch so ein Badezimmerschrank, der hier ist. Aber ihr seht ja, es ist wirklich alles noch da. Ne? Alles ist echt noch da. Die Binden, der Hygienereiniger, Toilettenpapier. Mann. Und jetzt überlegt mal, ne? Hier ist einfach die Tür offen. Das ist so heftig. Von außen sieht man, dass es definitiv verlassen ist. Direkt an der Hauptverkehrsstraße. Das ist schon echt heftig, ey. Ich bin mal gespannt, wie lange es so aussehen wird. Schaut mal, hier ist die Küche. Die richtige Küche. Naja. Ob der Erbseneintopf noch gut ist oder die Gulaschsuppe, man weiß es nicht, ne? Hier sind noch so Hundemarken, wie man sie halt kennt. So, als ob die gleich zurückkommen und. Ja. Einfach alles reingelegt in die Schränke. Das ist schon irgendwie traurig, ne? Ja, das bleibt vom Leben zurück, ne? Stirbst und jetzt rennen da irgendwelche Leute rein, ne? Eine Bude. Man kann nun mal halt nichts mitnehmen letztendlich, ne? Man kommt ohne irgendwelche Dinge und man geht ohne Sachen, ne? Das ist einfach so. Ja, auch alles voll mit Medikamenten. Alles komplett. Wie sollen wir das hier mit alles tun? Selbst hier oben die Spinnen. Ja, das sieht sehr, sehr heftig aus. Schaut euch das mal an, Leute. Wie heftig das bitte aussieht, ey. Meine Güte, ne? Ja, da sieht man halt, ne, dass es echt lange verlassen ist. Überall Rauch. Ja, das ist Sogar im Flur gerade ein Aschenbecher gewesen.
guck mal, hier sind noch die Kekse. Da kann man mal gucken, was dann haltbar war. Guck dir mal an, wie der Schrank sich schon wölbt. Siehst du das? Von der Von hier, ne? Feuchtigkeit her, Ja. ja. Das wird auch nicht mehr lange halten. Mal kurz die Lampen stellen. Janik? Seid ihr oben? Okay, alles gut? Gut. Dann haben wir eine zweite Küche. Jo. Und ich würde sagen, das ist die, die zuletzt genutzt worden ist, glaube ich. Und die sind noch ein bisschen besser genutzt aus. Und hier haben sich die Leute das geteilt, ne? Ja, das kann sein. Sieht auch ein bisschen moderner aus, finde ich. Ja. Die Küche. Ah, guck mal hier von Vorwerk. Kennt man gar nicht mehr, ne? Ja, von Vorwerk, die Spülmaschine. Wow. Aber hier sieht es so ein bisschen aus, als wenn hier schon irgendwie so vorbereitet wurde. Vielleicht war da noch mal so ein Schrank, der aufgelöst wurde. Und den ganzen Inhalt haben sie dann hier rübergeräumt, ne? Das sieht auf jeden Fall so ein bisschen danach aus, finde ich, ne? Mein Gott, wie viele Bücher es einfach hier gab. Wahnsinn. So, hier geht's in den nächsten Raum. Vermutlich war hier das Esszimmer gewesen. Ja, und hier sieht man auch die Bücher. Sind alle schon bereitgelegt worden. Vermutlich halt hier noch weitere Schränke. Hier unten ist auch noch eine ganze CD-Sammlung. Illustrierte Geschichte des Dritten Reichs. Band 1. Okay. Ja, auf jeden Fall geschichtlich sehr interessiert offenbar gewesen. Was haben wir hier? Universallexikon. Boah, wie viele Bücher davon, ne? Und hier unten ist ein Kalender aus dem Jahr 2018. Mann. Geschlüsselt einfach mal von 250 € bestellen. Schaut mal hier, ein richtig schönes Geschirrset. Und hier sieht man auch überall den Staub, ne? Das ist ja dieses gute Geschirr noch, ne? Ja. Dieses billige vom Coco. Nee, das war das Geschirr wahrscheinlich, was man zu Feiertagen Ja. genommen hat, ja. Alle Schränke sind vom Geschirr, ne? Uiuiui, ja, zu jedem Anlass das passende Geschirr, ne? Schon heftig. Ja, das ist echt sehr Das heftig. war auch nicht billig, denke ich. Auch der Schrank war nicht billig früher. Da kannst du von ausgehen. Ne? Ja. Man sieht es, ist einfach alles komplett noch da. Ne? Das ist so heftig. Ein bisschen angefangen haben sie. Ne? Ja, genau. Alles echt Holz, kein scheiß Ikea. Ne. Wie gesagt, ein bisschen haben sie angefangen, halt hier schon wegzuräumen. Ja, ich denke, hier könnte vielleicht ein Schrank gewesen sein oder vielleicht da noch ein Schrank. Man sieht hier an der Tapete, dass die irgendwas mal hängen. Ne? Ja, hier. Hier stand auch was vor. Genau, man sieht es wahrscheinlich auch auf dem Video. Ne? Seht ihr das hier, diese Farbunterschiede? Und Schon heftig. Ne? ja, dementsprechend wird hier was gewesen sein, was nicht mehr da ist. Ne? Wahnsinn, ey. Und wie viele Spinnennetze hier sind. Ne? Ja, hier oben drüber, guck mal auch. Ja, mach mal Licht aus. Weiter geht's. Oben. Oben müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Film, wegen dem Licht, Leute. Ja, vielleicht mal eben noch mal kurz gucken. Was ist denn los? Ja, alles gut. Ja, die waren draußen noch halten. Ja, ihr habt jetzt halt rumgeleuchtet und drüben links das Licht an. Kann natürlich Zufall sein, man weiß ja einfach nicht. Da drüben links ist schon ganz zeitlich, ne? Und jetzt mal kurz ausholen. Als wir angekommen sind, war das schon an. Aus. Nee, als wir hier waren, habe ich doch zu euch gesagt, da ist Licht an. Ja, jetzt zwischendurch was aus. Da ist ja dieses komische. Das leuchtete nur noch und jetzt ist wieder Licht an in dem Raum. Ja, mein Gott. So, hier ist auf jeden Fall das Schlafzimmer zu sehen, Leute. Boah, so ein richtiges 80er-Jahre-Bett, ne? Ziemlich tief auf jeden Fall. Aber schon elektrisch, ne? Ja, das ist hier so, wofür auch immer das halt war. Mit Beleuchtung und allem Bivapo. War früher auf jeden Fall mal nicht günstig gewesen, das Bett. Auch noch alles da. Und ein riesengroßer Spiegel. Immer schick, ne? Das ist schon heftig, ja. Ja. Und hier auch Geschenke, ne? Ja, das war ja irgendwie anzunehmen, dass auch das alles gefüllt ist. Ja. Aber sehr, farbenfrohe Kleidung, ne? Ja. Schick. Ja. Schick. Heftig, ja. Ja, und schöne
alte Lampe. Richtig, die braucht erstmal so ein paar Minuten, damit die hell wird, ne? Da, die Lampe, die da drin ist, glaube ich, ne? Kennt man gar nicht mal heutzutage. Aber alles schön fein säuberlich, wie man sieht, hier das Bett, ne? Und offenbar zuletzt nur noch für eine Person. Seite, ja, ne? genau. Nur noch für eine Person. Das ist die Matratze an sich, ne? Ja, das ist die Matratze. Zug, ey. Gut, gehen wir mal Weiter weiter. geht's. Mal Lampe aus. Noch kurz. Hab ich das erst noch da haben? Tatsächlich ist das Licht wieder aus gegenüber. Okay. Crazy. Komm mal rein. Das nächste Schlafzimmer, wir müssen jetzt ganz schnell einmal das machen. Oben hängt noch eine Deckenlampe und ein schöner alter massiver Schrank. Aber man sieht ja auch hier, die Bausubstanz ist nicht gerade die beste, ne? Naja, schon ein paar Tage mehr. Ja. Aber hier riecht's, das Zimmer macht hier so einen richtigen Knick nach unten. Also irgendwie ist der Boden auch nicht mehr das Beste. Nee. Ne? Aber nicht passen. Im Wohnzimmer besser genau raus. Ja. Müssen wir jetzt hier oben schnell machen, Leute. Scheiße, ey. Lass mal Licht aus. Lass mal Licht aus. So, schaut, ihr könnt ja jetzt ein bisschen mehr sehen. Hier auf jeden Fall. Hast du noch Mode? Genau. Ach, ja. Hier auf jeden Fall der Schrank. Hier ist so eine kleine Bibliothek offenbar gewesen. Ein Stück vor noch. Ne? Weil man sieht ja hier überall in den Schrägen integriert die Schränke mit noch mehr Büchern. Unten waren ja schon viele Bücher. Oben mit der Pokale, ne? Ja, scheint wohl eine Art, ja, so eine kleine So, Bibliothek gewesen zu sein mit so einem Schreibtisch. Vielleicht hat die Person hier gelesen. Auf der gegenüberliegenden Seite noch mehr Bücher, wie man sieht. Wahnsinn. Und hier die Schränke auf jeden Fall prall gefüllt mit Anziehsachen. Hier ist noch so eine Deutschlandkarte, wie man sieht. Schicke. Sehr, sehr schick. Aber wir müssen halt ein bisschen aufpassen draußen. Ist nicht gerade ganz so einfach, die Location. Besonders hier oben ist halt alles sehr einsichtig. Ja. Jetzt ein Bad. Das typische rote Fliesen wieder. Das sieht gar nicht so scheiße aus, ne? Ja, die Fliesen sind rot. Die Farbe könnt ihr gar nicht erkennen. Das ist rot. Sieht aber auch echt nicht so schlimm aus. Da hat Luca recht. Eine Badewanne und eine Dusche. Ja. Und die Sonne, die Seife in der Dusche. Schick, ne? Crazy, ne? Ja. Heftig, heftig. Guck mal hier. Offenbar war hier auch mal ein Kleinkind, ne? Oder was ist das? Ach, da ist ein Mülleimer. Hier ist noch ein Mülleimer. So, Leute. Haben wir alles gesehen oben? Hier ist noch mehr Pokale, ne? Ja, stimmt. Hier waren noch mehr Bücher auf jeden Fall gewesen. Und noch mehr Pokale, wie man sieht. Wie viele Bücher? Ich glaube, hier sind über 1000 Bücher in dem Haus. Ohne zu übertreiben, Leute. Das ist so heftig. War das hier noch? Bücher. Mein Gott, noch ein Zimmer mit noch mehr Büchern, Leute. Putzsachen noch. Und jede Menge Bücher. Bücher. Heftig, ne? Ja, das ist wirklich sehr, sehr krass. Die Person, die hier gelebt hat, auch all diese Bücher wirklich gelesen hat? Das wäre mal spannend zu wissen. Und hier ist noch so ein Porta Potty, wie man das so vom Camping kennt, so eine Campingtoilette. Noch ein Aktenvernichter. Und der gute Vorwerkstaubsauger. Den kennt man ja auch Ja, genau, ja. So, Leute, jetzt gehen wir auf jeden Fall runter. Eine ziemlich steile Treppe. Hier, Ja. Schaut mal hier. Hier muss Luca echt aufpassen. Aber selbst ich, obwohl ich so klein bin, muss aufpassen. Und das sagt ja schon einiges, ne? So passt das wahrscheinlich nicht, ne? Hochziehen, oder? Mal kurz Licht. Ist auch eine Kindersicherung für kleine Luca. Ja. Geht halt nicht nach außen. Der Heizungsraum, und schaut mal hier. Die Heizung sieht noch richtig modern aus und man sieht, sie hat eine Störung. Ist das nicht so ein Kohleschacht hier? Ja, das war mal ein Kohlekeller gewesen, da hast du recht, ja. Krass. Hier ist dann damals die Kohle aus dem Fenster reingekommen und hier gesammelt worden. Und dann haben sie halt sich eine neue Heizung hier eingebaut. Das könnte möglich sein, ja. Hier siehst du auch noch den Schornstein. Und der
Keller sieht so ein bisschen aus hier wie so eine alte Bunkertür, ne? Schau mal. Ja. Ja, Lager. Ja, hier war Lagerraum. Ich will jetzt hier nicht so richtig die Taschenlampe rausholen, Leute. Aber man sieht, wie alt die Sachen sind, die hier unten gelagert wurden, ne? Die Sachen sind schon Jahrzehnte hier unten. Boah, Teppich. Spinnennetze, ey, des Todes. Ja. Sehr, sehr Halloween. Guck mal, hier ist noch so eine Krupp-Kaffeemaschine. Ja. Der Karton davon. Das ist ein Kühlschrank von hier. Ja, zum Glück leer. Ja, haben sie unten alles eingefroren, ne? Schick, ey. Hier auch noch ein Kühlschrank. Ja, da hat aber auch Das ist auch schon ein bisschen nass. Gefrierfach, ja, genau. Marmeladen, guck mal da. Ui, Hier ui, sind ui. wir voll. Schaut mal hier, die Marmeladengläser an. Da ist noch was drin. Rote Beete 1988. Da hinten sind noch mehr Gläser aus 1988. Steht drauf. Boah, krass. So, Leute, wir werden uns jetzt nach draußen verziehen. Yannick und Dustin sind schon draußen. Die gucken, dass wir hier wieder raus können. Ja, leider Gottes können wir uns nicht so viel Zeit nehmen für die Location, wie wir gerne das nehmen würden, zeitlich. Aber es ist einfach halt zu heiß. Mitten in der Stadt. Ja, mitten in der Stadt. Viel befahrene Straße. Ich denke und hoffe, das werdet ihr verstehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut bei Luca, Yannick und Dustin vorbei. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.